Wer bist du und was sind der Zuhause-Kiosk und der vollgute Gemeinschaftsgarten? Hi, ich bin Fabian Bruntrock und vom Zuhause e.V. Und der Zuhause-Kiosk ist ein Kiosk auf dem Gelände der ehemaligen Kindelbrauerei in Berlin-Neukölln, wo sich auch der vollguter Gemeinschaftsgarten befindet. Da sitzen wir übrigens gerade. Okay, und inwiefern hängt deine Arbeit im Kiosk bzw. im Garten mit dem Thema Wohnungslosigkeit zusammen? Eine gute Frage. Also prinzipiell nicht direkt, aber im Gemeinschaftsgarten haben wir häufiger auch Obdachlose zu Gast. Und manchmal auch über längere Zeiträume, sodass wir schon in direkten Kontakt mit wohnungslosen Menschen bekommen. Also es ist also eine Art Erholungsraum auch für die wohnungslosen Menschen hier? Genau, es ist ein Erholungsraum für alle, es ist ein offener Ort, wo halt jeder hinkommen kann. Und da wir sehr tolerant hier mit der Fläche umgehen, können sich halt auch wohnungslose Menschen hier aufhalten. Okay. Der Garten wird als eine Art Brachfläche verstanden, auf der Menschen sich aufhalten können, solange sie möchten. Aber auch Rückzugsorte finden, um zu schlafen. Wie stellt ihr sicher, dass der Raum für alle zugänglich ist und auch für alle zugänglich bleibt? Welche Regeln gibt es hier, damit das für alle möglich ist? Gute Frage. Also wir verstehen das vor allem nicht als Brach, sondern als freie Fläche. Das definiert für uns einen offenen Ort, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit eigentlich hinkommen kann. Und es gibt sehr wenige Regeln, damit hier ein respektvolles Miteinander funktioniert. Und die Regeln bestehen eigentlich vor allem darin, dass man halt andere Menschen, die sich hier aufhalten wollen, nicht stört. Sei es quasi durch Lautstärke oder durch unangemessenes Verhalten oder sowas. Und kein Konsum von harten Drogen ist zum Beispiel so ein Faktor. Und wir sind halt als Gartenteam hier häufiger präsent. Das heißt, dadurch und durch Schilder können wir diese Regeln auch kommunizieren mit Menschen, die hier unterwegs sind. Und wenn wir halt längerfristige Gäste hier haben oder Leute, die halt regelmäßig wiederkommen, dann versuchen wir halt eben auch die zu unterstützen, diese Regeln auch im Garten zu kommunizieren und einzuhalten. Cool. Kommst du noch auf andere Art und Weise, außer nur durch die Kommunikation der Regeln mit den wohnungslosen Menschen in Kontakt? Und entstehen dabei auch Beziehungen oder wie findest du das? Also wie man ja auch auf den Bildern sehen kann, der Garten ist ein ganz offener Ort. Man kann quasi von jedem Sitzplatz alles sehen, was hier so passiert. Und dadurch, dass wir hier halt gärtnerisch aktiv sind oder auch Veranstaltungen organisieren, kriegen halt alle Leute, die sich halt hier, ich sag jetzt mal, als Wohnungslose permanent aufhalten, alles mit. Und es gibt dann halt eben auch Hilfsbereitschaft oder so, dass Leute sich dann einbringen in die Veranstaltungen, die gerade stattfinden oder sowas. Und das ist das Besondere quasi hier an der Fläche ist, dass es kein Muss ist. Also niemand muss sich hier einbringen, sondern jeder kann sich nur einbringen. Und es gibt da regelmäßige Interaktionen zwischen wohnungslosen Menschen und dem Gartenteam oder halt eben auch nicht wohnungslosen Gästen hier im Garten. Cool. Gibt es denn bestimmte Aktivitäten, bei denen besonderer Wert auf Einbeziehung der wohnungslosen Menschen gelegt wird? Also ein wichtiger Punkt ist halt auf jeden Fall Platzhygiene. Und wir haben halt aufgrund dieser offenen Fläche sehr viele Gäste hier, die halt eben auch Müll mit sich bringen. Und deswegen haben wir einen Platzwart beschäftigt, der dreimal in der Woche quasi für so eine Grundsauberkeit sorgt. Aber halt eben auch die Aufgabe hat, Leute, die sich hier dauerhaft aufhalten, zu involvieren. Und das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber wir kriegen von Leuten, die sich halt hier aufhalten können und toleriert werden, eigentlich auch eine sehr große Wertschätzung entgegengebracht. Und so ein Format, wo die Leute sich dann sehr gerne und einfach einbringen können und es auch tun, ist halt quasi eine Grundreinigung. Also wenn wir hier mal reinigen, auch mit dem Gartenteam oder sowas, dann machen obdachlose Menschen hier auch gerne mit. Und sogar noch mehr als andere Gäste, weil andere Gäste sich halt eben als Gäste fühlen und Wohnungslose, die hier sich über einen längeren Zeitraum aufhalten und das quasi auch als Schlafstätte benutzen, sich halt auch bedanken wollen beim Projekt sozusagen und halt sehen, dass sie ihren Anteil leisten wollen oder sollen. Ne? Das ist manchmal zum Beispiel so ein Teil des Erstkontakts, dass wenn Leute neu hier ankommen und wir merken, die brauchen gerade ein Obdach, die sind quasi auf der Straße und finden diesen Ort gerade
dass wir die halt eben über die Regeln informieren und dass es hier kein Safe Space ist, wo man quasi sein Eigentum sichern kann oder sowas und dass halt eben jeder sich hier halt über einen Zeitraum erholen kann und dass er auch helfen kann, aus der Wohnungslosigkeit rauszukommen, gegebenenfalls. Und dass es aber erwünscht, dass Leute, die diesen Ort nutzen, sich halt eben auch einbringen und also was ins Projekt geben. Cool. Sehr, 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 sehr schön. Und dann vielleicht noch das Event zu erwähnen, was von Interculare gerade durchgeführt wird. Das ist jeden Donnerstag eine offene Küche sozusagen, eine Verköstigung. Da kommen so ein paar Leute mit Lastenfahrrädern hier an und dann gibt es eine Essensausgabe umsonst oder gegen Spende, je nachdem wie Leute sich das halt leisten können. Das ist zum Beispiel ein Event, was halt jede Woche stattfindet, wo es ein paar Wochen gedauert hat, bis dann die Leute, die hier auch dauerhaft quasi sich aufhalten, da mitgemacht haben, bis sie dann gemerkt haben, die sind da auch eingeladen, auch willkommen. So, aber die wissen das jetzt schon und die fangen immer schon vor der Veranstaltung an zu fegen, damit der Ort dann sauber ist und so. Und danach gibt es halt eben auch noch eine Verteilung von geretteten Lebensmitteln. Und jetzt mittlerweile nehmen das halt Leute, die auch hier vorher, also die das vorher nicht kannten, nehmen das halt jetzt an. So. Ja, das ist ja super. Und Gärtnern, kann man sagen, genau, Gärtnern und vor allem, also so aktives Gärtnern, was das Bauen von Beeten oder sowas angeht. Da bringen sich so die Leute mit, die in Wohnungslosigkeit hier sich aufhalten, nicht so sehr ein. Da hatten wir jetzt noch nicht so oft Kollaborationen, sage ich jetzt mal, aber im Sommer, da ist es halt sehr wichtig hier zu gießen. Oder in allen Trockenphasen ist es wichtig hier zu gießen und das kann halt hier im Garten mit den ganzen Beeten, die wir haben, also wenn man es alleine macht, bis zu 4 Stunden dauern, bis man ansatzweise genug Wasser in den Beetkisten hat, dass die Pflanzen das auch wirklich überleben. Und das ist zum Beispiel eine Tätigkeit, die halt eben Dauergäste des Gartens wirklich sehr gerne wahrnehmen, weil sie sich halt eben dazugehörig fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie was zurückgeben, weil es eine Tätigkeit ist, wo die Leute unabhängig von ihrer Wohnungslosigkeit quasi eine Anerkennung erfahren, auch von anderen Leuten, die vorbeigehen zum Beispiel und die dann halt einfach genau wissen, okay, wenn ich jetzt hier gieße, entlaste ich das Team und ich tue dem Garten, in dem ich mich gerne aufhalte, etwas Gutes. Psychologische Wirkung ist auch sehr stark, also Pflanzengießen macht glücklich. Und beruhigt die Nerven sozusagen und ich glaube, das spüren die Leute auch, die das dann quasi machen. Beobachtest du davon abgesehen noch von gegenseitiger Hilfeleistung oder Solidarität hier im Garten? Ich meine, was man häufiger mitkriegt, ist, dass halt irgendwelche Nachbarn oder sowas halt irgendwie Lebensmittelspenden machen oder wenn es kälter wird, halt eben auch irgendwie Kleiderspenden oder halt irgendwie Schlafsäcke, also Kältehilfe sozusagen. Und das ist halt eben auch ein Ding, was auch wiederum reguliert werden will oder reguliert werden muss, wenn halt, es gibt manchmal Phasen, wo Leute übermäßig viele Spenden einfach in den Garten bringen und ablegen, was letztendlich dafür sorgt, dass das halt vermüllt oder dass die halt, was sich dann von vandalierenden Jugendlichen einfach zerpflückt werden und nicht mehr benutzbar sind. Und da müssen wir halt immer so ein bisschen dann in der Kommunikation mit den Nachbarn auch gucken, dass das halt hier nicht als willkürlicher Spendenablageort verstanden wird oder sowas. Ja, und untereinander, hier treffen sich ja Leute aus wirklich unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, auch in der Obdachlosigkeit. Und es gibt da eine Solidarität der Wohnungslosen quasi untereinander einmal. Und es gibt auf jeden Fall so eine Kommunikation auf Augenhöhe zwischen anderen Gästen und den Obdachlosen. Also es gibt hier, genau, doch, es findet hier auf jeden Fall auch gegenseitige Unterstützung statt. Ja. Hast du dafür ein konkretes Beispiel von einer Person, wo du sagen könntest, okay, Person ist so angekommen und dann hat in dem Garten das stattgefunden? Ich meine, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ein junger Ungar mitten im Winter hier aufgelaufen ist und sich halt erstmal so ein bisschen separiert von einem anderen Grüppchen, was hier aktiv war, wo ein Wohnungsloser dabei war, der hier auch geschlafen hat und seine Freundin immer dabei hatte. Der hat sich dann so separiert von denen immer abgelegt und aber auch Kontakt gesucht und einen positiven Kontakt. Und dann kam über eine längere Zeit dann raus, dass die Person gut Deutsch spricht, in Berlin schon gearbeitet hat, im Hotel als Hausmeister, in dem Hotel wohnen konnte, diesen Job verloren hatte. Und auch quasi, es war ein sozialversicherungspflichtiger Job sozusagen und gar nicht wusste, dass diese Person aus Ungarn quasi alle anderen EU-Bürger auch Ansprüche auf Bürgergeld hat. Und letztendlich habe ich dann, das war mein Engagement, quasi den mit einem Integrationslotsen vom Jobcenter vernetzt
und mit denen eine Anmeldung gemacht und letztendlich erreicht, dass der quasi Bürgergeld bekommen hat und Wohngeld und quasi bei diesen Integrationslosen wirklich Hilfe auf Ungarisch auch bekommen hat. Und der hat dann eine sozialversicherungspflichtige Arbeit wiedergefunden. Und soweit ich weiß, ist er quasi jetzt aus der Obdachlosigkeit und arbeitet. So, und das hätte auch anders laufen können. Also das ist so ein Beispiel für etwas, was hier am Ort quasi aufgrund des Ortes passiert ist und also sehr positiven also einen positiven Effekt hatte. Ob der das jetzt lange so hält, weiß ich nicht. Ich habe den halt seitdem gar nicht mehr gesehen. Ne? Aber das Gerücht geht dass er jetzt quasi eine Wohnung hat und einen Job. Also, cool. Das ist ja mega, mega schön. Und im Winter zum Beispiel, also vor dem Winter, da waren immer schon Leute, die müssen wissen, es wird kalt, man kann hier nicht mehr so bequem schlafen, habt ihr eine Unterkunft gefunden. Und wenn Leute halt eben nicht genau wissen, wie sie das halt finden können, dann machen wir halt eben auch beweisende Beratungsangebote sozusagen, wo sie halt Hilfe bekommen können oder Unterkunft finden oder sowas. Ja. Wie sieht es denn aus, wenn dann leider doch mal ein wenig Spannungen zwischen den unterschiedlichen Gästen hier auftreten? Wie geht ihr damit um? Was ist da eure Strategie? Also Gewalt ist hier, sag ich mal, strikt verboten. Ja, sowohl gewaltsame Kommunikation als auch körperliche Gewalt. Und wenn wir das mitkriegen, dann versuchen wir Streit zu schlichten. Im Notfall rufen wir die Polizei. Ne? Und grundsätzlich versuchen wir das aber erstmal quasi persönlich zu regeln. Und wenn Leute sich halt wiederholt nicht an Regeln halten und halt gewaltsam oder halt irgendwie, also verbal oder körperlich quasi auftreten, dann erteilen wir hier, weil wir das können, weil es ein Privatgelände eigentlich ist, Hausverbote. Und wenn die Hausverbote nicht akzeptiert werden, dann rufen wir die Polizei, weil wir das können. Ne? Das ist nichts, was wir unbedingt gerne wollen, das streben wir nicht an. Und die persönliche Lösung funktioniert in der Regel, weil es hier eine Community gibt, die letztendlich diesen Prozess dann unterstützt. Dass jemand, der stört, der wird auch von allen als störend wahrgenommen und alle unterstützen dann dabei, dieser Person klarzumachen, dass sie sich entweder hier an die paar kleinen Regeln, die es gibt, halt halten muss oder nicht verdient hat, diesen Ort zu nutzen. Sozusagen. Ja. Okay. Sie haben ja gerade schon von dem einen Pärchen gesprochen. Gibt es denn sonst auch Raum für wohnungslose Frauen hier? Da habe ich witzigerweise zu dem Thema vor einer Woche noch einen von den Wohnungslosen gefragt, die wirklich sehr oft quasi übernachten. Also er und ich, wir haben uns daran erinnert, dass hier 3-mal obdachlose Frauen aufgetaucht sind. Und bei einer erinnere ich mich daran, dass die vor allem hierher gekommen ist, weil sie wirklich so das war mit dem Sommer, den Garten quasi als einen friedlichen, geschützten Ort wahrgenommen hat. Also irgendwie hat es da auch nachts eine angenehme Atmosphäre, weil viele Nachbarn sich hier aufhalten, die halt irgendwie Getränke zu sich nehmen, sich einfach unterhalten oder so. Und die hat auch gesagt, so die Pflanzen sind gut, die hat dann selber angefangen, halt Gießkannen zu nehmen, tagsüber um zu gießen hier. Hatte aber wirklich ihre ganze Habe, die sie noch hatte, dabei und hat die hier so ausgebreitet und das wirkte für uns alles ein bisschen komisch. Aber die hat sich 3 Tage, sag ich jetzt mal, erholt und ist dann quasi auch auf einen Tipp von jemandem aus dem Garten in ein Frauenhaus gekommen. Und der hat halt eben, für die war das quasi so eine kurze Erholungsphase, weil die kam, glaube ich, aus einer sehr stressigen, gewaltsamen Beziehung auf die Straße und genau, die hat quasi so eine kurze Station gehabt, um sich zu erholen, runterzukommen von dem Stress und dann weiterzugehen. Erlebst du denn besondere Barrieren der Menschen in Wohnungslosigkeit, die sich hier im Garten aufhalten, die besonders oft auftreten? Barrieren, also die häufigste Barriere sozusagen für ein, ich sage jetzt mal, vollwertiges gesellschaftliches Leben, wenn ich das verstehe, dass das so gemeint ist, ist halt der Aufenthaltsstatus, würde ich sagen, dass Leute, da sie halt keine Arbeitserlaubnis haben und ja, von der Hand in den Mund leben sozusagen, ne? weil sie quasi mit dem Geld, was sie halt irgendwie über den Asylantrag, der gerade läuft, irgendwie bekommen, nicht auskommen oder sowas oder sich halt zum Beispiel auch einfach unfrei fühlen damit. Was ist ne? Und sich halt eben als wohnungslose Menschen an diesem Ort halt viel freier fühlen, als sie sich sonst fühlen würden in dieser Gesellschaft. Also ich würde sagen, genau, also Aufenthaltsstatus, Sprache, Alkoholsucht, weil das ist halt genau, weil also Konsum von einer harten Drogen wie Crack oder Heroin
wird halt hier überhaupt gar nicht toleriert, weil das halt viel zu schlimme Begleitkriminalität mit sich bringt. Wir hatten hier phasenweise auch Crack-Dealer, die wir letztendlich auch, indem wir uns selbst in Gefahr gebracht haben, losgeworden sind und halt deutlich gemacht haben, hier ist eine Präsenz von der Polizei halt eben auch. Ne? Ich musste halt selber auch feststellen, dass ich halt persönlich angefeindet wurde, weil ich mich dagegen eingesetzt habe und mich den Leuten in den Weg gestellt habe und gesagt habe, so hier findet das nicht statt, wenn ihr jetzt nicht geht und das nochmal macht, kommt die Polizei. Daraufhin wurde ich halt in den Nachbarstraßen halt auch bedroht. So, ne? Bis ich dann gemerkt habe, okay, ich bin einzigartig, ich arbeite hier zwar fürs Wohl einer Fläche, die allen zugutekommen soll, aber ich bin halt nicht ersetzbar und das ist nicht mein Job, mich darum zu kümmern, sondern es ist der Job der Polizei, wenn überhaupt. So. Ja, auf jeden Fall sehr wichtig, die eigene Sicherheit nicht zu vernachlässigen. Genau. Und gleichzeitig den Ort nicht aufzugeben. Also man darf die eigene Sicherheit nicht vernachlässigen. Gleichzeitig finde ich das unangemessen, nur weil es halt in Wintermonaten oft passiert, dass halt auch Diener mit schlimmen Drogen hierher kommen. Man darf den Ort halt auch nicht aufgeben, meiner Meinung nach. So, deswegen ist halt eben auch die Präsenz total wichtig. Wenn es hier Stress gibt, dann versuche ich, wenn ich da bin, immer die anderen, die sich hier aufhalten, zu motivieren, auch aufzustehen, auch Präsenz zu zeigen. Und dann hat man halt wie so eine Schwarmpräsenz sozusagen, die wirklich wirksam ist gegenüber gewaltsam störenden Menschen hier. Also einfach Zivilcourage zeigen, aufstehen. Genau. Fühlst du dich mit deiner Arbeit ausreichend gesehen, anerkannt und unterstützt? Also ich würde sagen, ja. Also ich meine, ich kriege halt Anerkennung von Menschen, die mir sagen, ach, das ist ja toll, was ihr hier macht oder was du hier machst oder so. Ich mache das auch gerne unentgeltlich, sage ich jetzt mal, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also ich kann einfach, ich bin halt ein neugieriger Typ und wenn ich hier selber aktiv bin und neue Leute da sind, dann will ich die in der Regel halt eben auch kennenlernen. Und wenn dann jemand halt ein Problem hat mit Wohnungslosigkeit, dann interessiert mich das schon, ob man der Person helfen kann oder nicht. Welche Aktivitäten oder Arten von Aktivitäten könnten deiner Meinung nach helfen, mehr Brücken zu vulnerablen Communities, also zu Obdachlosen, zu bauen, die diesen Garten benutzen? Also ich denke mal, Brücken, über die man gehen kann, gibt es hier genug. Und die Leute entscheiden ja selber, ob sie das wollen oder nicht. Es gibt für uns jetzt hier aus dem Gartenteam heraus jetzt keine... Also wir haben jetzt nicht den Wunsch, mit denen irgendwie, also die mehr einzubinden, weil wir das nicht müssen. Also die können sich jederzeit mehr einbringen, wenn sie wollen. Die Gäste oder auch die Wohnungslosen, die halt hier schlafen. Aber müssen tun sie es nicht. So, und ich meine, die Brücken sind die Events, das Gärtnern, ne, das Gießen des Gartens. So. Wir haben gehört, es kommen auch Streetworkerinnen hier in den Garten. Wenn die kommen und obdachlose Menschen ansprechen, gibt es da bestimmte Dinge, auf die sie achten sollten? Deiner Meinung nach? Also genau, ganz früher, als der Garten quasi angefangen wurde, da gab es hier noch keine Streetworker, die vorbeigekommen sind, aber auch direkt schon Obdachlose. Also wohnungslose Menschen. Und das kam ehrlich gesagt durch, also wir haben halt gemerkt, dass wir diesen Menschen nicht umfänglich helfen können, deswegen haben wir Kontakt aufgenommen zu Straßensozialarbeitern. Was haben wir denen gesagt? Was gibt es für besondere Sachen, auf die man hier achten muss? Also eigentlich sind das hier genauso wohnungslose Menschen wie an anderen Orten, außer dass vielleicht Wohnungslose, die sich hier aufhalten, ein bisschen andere Situationen haben als wohnungslose Menschen auf der Straße, die vielleicht ständig unterwegs sind, im öffentlichen Verkehr sozusagen. Leute, die hier hinkommen und sich dann über einen längeren Zeitraum hier aufhalten und hier schlafen, die fühlen sich vielleicht eher so ein bisschen sesshaft und haben deswegen vielleicht auch ein anderes Auftreten gegenüber Streetworkern und der Gesellschaft und auch andere Anliegen. Ich denke mal, dass halt obdachlose, wohnungslose Menschen, die auf der Straße unterwegs sind, viel dringendere Sorgen haben, zum Beispiel, wo schlafe ich heute Nacht und so. Leute, die hier ankommen, sich an die paar Regeln halten und Toleranz durchs Gartenteam oder den Ort genießen, die haben halt eigentlich ein Problem weniger oder sogar zwei, weil es hier auch Zugang zu Wasser gibt.
Also wie nennt man das sozusagen, also man könnte fast sagen, dass halt der Handlungsdruck für wohnungslose Menschen hier ihr Leben zu ändern auf einmal geringer ist, als er vorher auf der Straße war. Mhm. Trotzdem versuchen wir halt hier, ähnlich wie Sozialarbeiter oder also Straßensozialarbeiter, den Leuten zu helfen, dass sie diesen Zustand hier nicht verstetigen, weil das kein dauerhafter Zustand sein kann, sondern dass sie langfristig halt schon irgendwo hinkommen. Welche Bedürfnisse nimmst du wahr, die über materielle Bedürfnisse und Essen, Trinken, Schlafplatz hinausgehen? Wohnungslose Menschen haben auf jeden Fall Interesse an, also nicht alle, das kann man nicht pauschal sagen, aber es gibt bei vielen wohnungslosen Menschen ein Interesse an Gemeinschaft oder an Gespräch, also auch also nicht ernsthafte Gespräche über die Jobsuche oder die Wohnungssuche, sondern Spaß sozusagen, also Spaß mit Menschen. Ja? Also man stellt immer wieder fest, dass halt auch neue wohnungslose Menschen, die hierher kommen, Kontakt zu den anderen suchen und auch mit dem Gartenteam so in spaßige Gespräche reinkommen und das anscheinend halt auch zu deren Wohlbefinden beiträgt. Okay. Und jetzt abschließend, was verstehst du unter dem Begriff Street Education, also Straßenbildung? Wenn ich jetzt mal raten würde, dann würde ich sagen, Wissen vermitteln über die Grundkenntnisse, wie man auf der Straße gut zurechtkommt und wie man halt eben auch von der Straße wegkommt, würde ich sagen. Also Wissensvermittlung über die Angebote, also offenen Angebote für wohnungslose Menschen. Und quasi aber auch genau Informationen über Wege aus der Wohnungslosigkeit. Okay. Vielen, vielen Dank, Fabian. Danke für das tolle Interview. Dankeschön. Danke an den Garten und den Kiosk und bis hoffentlich bald. Ja, genau. Danke.